Willkommen in der Nordenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, heute stelle ich euch den leichten kleinen Panzer, den M3 Stuart vor. Und wenn wir bei leicht und klein sind, da gibt es da eine Firma, die macht klein, leicht und putzig. Das ist Sluban und deswegen gibt es heute den Light Allied Tank, den wir als M3 Stuart kennen, die M35 0856. Freunde, kommt mit mir auf den Bautisch, dann schauen wir uns die 344 Steinchen genauer an. Die Leute, die World of Tanks spielen auf Seite der Amerikaner, wissen, was das für ein Fahrzeug ist. Das Einsteigermodell dort, der Stuart, hier von Sluban, das Set M38 B0856, 344 Steinchen aus der WW2 Army Serie von Sluban. Zwei Minifiguren, ein Amerikaner, einen Wehrmachtssoldat mit Panzerfaust. Ich bin ja kein Freund dieser kindlichen Figuren von Sluban, seht ihr aber gleich. Ganz schön finde ich hier dieses kleine Schild Cologne. Ich hoffe, das ist ein Print. Das wäre ziemlich cool, kann man dann nämlich auch noch für andere Sachen verwenden. Sluban hat ja eine Tendenz nach oben. Ich kann euch da nur meine anderen beiden Sluban-Videos ans Herz legen. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir hier das Cologne-Schild noch einmal. Wir sehen, dass wir den Turm drehen können und wir sehen, dass das ganze Set 15,3 cm lang wird. Und ein bisschen Werbung haben wir auch noch. Das Sturmgeschütz folgt demnächst. Zugeklebt ist es hier mit so einem weißen Klebestreifen. Wir gucken jetzt, was sich im Set verbirgt nach einem kleinen Zaubertrick. Freunde, da ist der Inhalt auf den Karton gehext, aber ich muss echt sagen, ich habe mich übelst erschrocken. Ich habe euch ja gezeigt, dass es hier mit einem weißen Band zugeklebt war. Der Karton war schon einmal offen und es purzelte mir beim Öffnen etwas raus und das glaubt ihr mir gar nicht, aber es purzelte mir dieses Fahrzeug raus. Ein Jeep mit einer Panzerkanone, einer amerikanischen Pack und dieser Karton, das Sluban Set M38B 0853. Das war mit in diesem Karton drinne und es war halb aufgebaut. So purzelte es uns entgegen. Es ist ein super Überraschungsset. Ich kann hier natürlich nicht die Hand für ins Feuer legen, warum das so ist. Werde ich wirklich bei Sluban mal anfragen. Ich hoffe, dass wir das im Rahmen dieses Videos noch geklärt kriegen. Es ist wirklich krass. Ich kann euch natürlich jetzt nicht versprechen, wenn ihr euch das Set irgendwo kauft, dass dieser Jeep und diese Panzerabwehrkanone auch dabei ist. Aber ich habe mich gerade richtig überrascht. Ich dachte schon, weil das zuerst rausfiel, dass hier vielleicht das falsche Set drin war. Man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Egal, wir legen das an die Seite, behalten das aber im Hinterkopf und zum Ende zeigen wir es natürlich auch. Aber wir wollen ja hier über unseren Stuart reden, B0856. Wir haben hier so ein Faltblatt. Da sehen wir, was es für Sets gibt bei Sluban. Sluban hat ja eine quasi niederländische Pendance, wo ihr auch die Steine reklamieren könnt. Wir haben jetzt hier leider ein paar Aufkleber, also unser Cologne wird stickermäßig sein. Das kenne ich auch von den anderen Sluban-Sets, die ich schon gebaut habe. Anleitung Klammer gebunden, DIN A5. Wir sehen wie folgt, dass wir hier Tüten haben. Wir sehen die Steine vorab schon mal als Farben. Wir haben einen Waffentray, wir sehen, wie die Figuren zusammenbauen, die beiden. Und dann, was wir bauen, ist in einem Kastel schon mal hier raussortiert. Was gebaut wird, ist farblich. Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben auch so kleine hellblaue Kästchen, wo wir sehen, was wir zusammenstecken. Und fertig sind wir dann hier beim Baustep 41 mit unseren Wegweiser Seite 30. Eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, was wir bauen, ist farblich. Alles andere ist so farbentsättigt in so einen schönen Beige. Ja, Tüten haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Sluban-Steine, die wie gesagt in letzter Zeit relativ gut waren. Farben sind anders, als wir das kennen, zum Beispiel von Lego oder Kobi. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt echt gespannt, wie dieses kleine Set ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten, mir natürlich dann beim Bauen. Und nochmal ganz kurz, dass ihr seht, der Karton war schon mal hier zugeklebt und hat dann hier oben einen weißen Stickerfilm drüber bekommen. Ich weiß echt nicht, was das ist. Wenn es hier irgendwie ich der 12 Millionste Kunde war, ist ja super. Dann sage ich Sluban danke. Wenn nicht, ich werde mal klären, was hier das Problem war. Trotzdem euch jetzt viel Spaß beim Fakten und mir beim Bauen.
Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den M3. Der M3 Stuart Light Tank war ein leichter Panzer, der in den 1930er Jahren in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Er war Teil der Familie der Stuart-Panzer und wurde nach dem berühmten amerikanischen General Stuart aus dem Bürgerkrieg benannt. Der M3 Stuart wurde in verschiedenen Varianten hergestellt und spielte eine bedeutende Rolle in den frühen Jahren des Zweiten Weltkriegs. Eine der markantesten Eigenschaften des M3 Stuarts war seine Geschwindigkeit. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 36 Miles per Hour, was um die 58 km/h sind, war er schneller als viele andere Panzer seiner Zeit. Dies ermöglichte ihm, schnelle Vorstöße und Erkundungsmissionen durchzuführen. Der Panzer war auch mit einer 37 mm M6 Kanone und einer koaxialen 7,62 MG Bewaffnung ausgestattet. Die Produktion des M3 Stuart begann 1940 und er wurde in verschiedenen Varianten hergestellt. Eine der bekanntesten Varianten war der M3A1 Stuart, der mit einem verbesserten Motor und einer überarbeiteten Panzerung ausgestattet war. Der M3A1 wurde in großer Stückzahl hergestellt und an die Alliierten geliefert. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der M3 Stuart von den USA und ihren Verbündeten in verschiedenen Schauplätzen eingesetzt, darunter in Nordafrika, im Pazifik und auch in Europa. Obwohl er aufgrund seiner geringen Panzerung im Vergleich zu den schwereren deutschen Panzern wie dem Tiger oder dem Panther unterlegen war, zeichnete er sich durch seine Wendigkeit und Zuverlässigkeit aus. Der M3 Stuart war auch für seine Rolle im Rahmen der Lend- und Lease-Vereinbarung bekannt, bei denen die USA Waffen und Ausrüstung an ihre Verbündeten lieferten. Die sowjetische Rote Armee setzte den M3 Stuart in großer Zahl ein und nannte ihn den harten Stuart. Dieser Panzer spielte eine entscheidende Rolle in den sowjetischen Offensiven gegen die deutschen Truppen. Insgesamt wurden mehr als 13.000 M300 Stuart Panzer produziert und er blieb bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Einsatz. Nach dem Krieg wurde er schrittweise durch modernere Panzermodelle ersetzt, blieb aber in einigen Ländern und Konflikten noch viele Jahre nach seiner eigentlichen Indienststellung im Dienst. Der M3 Stuart ist ein Symbol für die frühen Jahre des Zweiten Weltkriegs und die Zusammenarbeit der Alliierten. Seine Schnelligkeit und Vielseitigkeit machen ihn zu einem wichtigen Vermögenswert auf dem Schlachtfeld und trugen zur Bekämpfung der Achsenmächte bei. Ja, Freunde, der M3 Stuart ist auch ein gern gesehenes Fahrzeug bei War Thunder, deswegen dieses Intro. Da kann man mal sehen oder selber erleben, ein bisschen beim Spielen, wie schnell im Vergleich zu anderen Panzern dieses Fahrzeug wirklich war. Ich spiele es ab und zu, vielleicht sehen wir uns ja mal auf den einen oder anderen Server. So Freunde, jetzt aber viel Spaß beim Klemmbaustein-Review des Sluban-Sets M38 0856, den Allied Light Tank, natürlich den M3 Stuart. Viel Spaß, meine Freunde! Keine 15 Minuten hat es gedauert, bis unser M3 Stuart bzw. unser Allied Light Tank, das Sluban WW2 Army Set M38B0856 hier auf dem Bautisch gestanden hat, fertig. Die Geschichte mit dem Jeep und seiner wohl M3 Pack, die könnt ihr am Ende des Videos sehen, beziehungsweise wirklich mein verdutzter Blick, als ich den Karton aufmache und das noch mit rauskommt. Wir schauen ihn uns trotzdem gleich an und bei den Detailbildern seht ihr das natürlich auch und wir reden auch noch gleich kurz ein bisschen drüber. Aber Hauptcharakter ist ja hier unser M3. Erstmal ganz cool, dass wir wieder eine ganze Menge Steine über haben hier von Sluban. Da Sluban-Steine ja andere Farben haben, ist so eine Tüte mit Mehrsteinen immer ganz cool. Geht an die Seite. Wir haben hier unseren Waffentray mit der Pack und MG und einen Karabiner für unseren deutschen Soldaten. Hier, da haben wir die Panzerfaust und das MG 42 und das K98 sowie Handgranate und Trommelmagazin geschenkt. Typisch chinesisch, geht an die Seite. Anleitung ist noch wichtig, typisch Sluban. Sehr einfach zu lesen, ging schnell wegzubauen. Lustig, bzw. nicht lustig ist, dass dieser Köln-Aufkleber, habe ich euch ja gesagt, aber ich habe nicht vor, das drauf zu kleben, denn dieses Set gebe ich an einen tollen Zuschauer da draußen und deswegen habe ich gesagt, soll er Spaß haben, diese Aufkleber drauf zu machen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Aufkleber drauf machen bei Sluban-Sets,
die Aufkleber sind nicht so gut. Schaut mal oben auf dem i, da ist meine Sluban-Playlist, da seht ihr die ja, ewige Geschichte mit den Aufklebern. Ich habe nichts gegen Aufklebern, nur die von Sluban finde ich nicht ganz so gut. Schauen wir uns mal unseren Vorfahren an, unseren deutschen Sluban-Soldaten. Ich sage ja immer, Sluban-Figuren sind so eine Mischung aus Playmobil und Kobi-Figuren, die aussehen wollen wie Lego-Figuren. Also ich mag dieses Kindliche überhaupt nicht, diese Schlaghosen. Aber sie sind halt eine andere Art von Minifigur und sie gehen safe. Ich weiß, dass Sluban mit Lego da irgendwie ein Agreement hat. Also da nochmal in safe in groß. Pausbäckig, Sommersprossen, guckt traurig und hat hier so einen Trageriemen an der Koppel, so ein Koppeltragesystem. Y-Riemen, so ein bisschen soll das sein. Ja, geschenkt. Schauen wir uns dann doch nochmal unser komplettes System hier an, beziehungsweise nochmal diesen Waffentray hier. Wir haben Panzerfaust, MG43 und so weiter. Chinesisch geschenkt, habe ich gesagt. Und ja, nice to have. So ein Straßenschild, ein Wegweiser Richtung Köln. Der Aufkleber sollte ja, heißt ja, ne, Cologne sollte da ja drauf. Ich finde ein bisschen, dass diese Sluban-Pflanzenteile immer so arg milchig wirken und so ein bisschen, ja, qualitativ nicht hochwertig. Der Rest passt ja. Da ist Sluban auf dem richtigen Weg. Haha, lustig bei so einem Wegweiser. Aber das wirkt hier so ein bisschen, ja, nicht so hochwertig. Trotzdem ist es ziemlich cool, dass Sluban sowas dabei hat. Schauen wir uns noch unseren amerikanischen Soldaten an. Hier natürlich auch mit Schlaghose. Der grinst fröhlich daher, hat auch einen runden Helm. Sie sehen ja immer so ein bisschen dicklich aus, obwohl sie gar nicht dicklich sind. Hat auch so ein Koppeltragesystem und auch die Schlaghosen. Grinst fröhlich, als würde er wissen, wie der Krieg zu Ende geht. Ja, und jetzt stellen wir scharf und schauen uns unseren M3 an. Er fährt nicht ganz so gut. Das liegt vielleicht ein bisschen an meinem Bauflies hier, aber auch an der Konstruktion. Wir haben hier ja schwarze Technikpins drin, die typischen von Sluban mit diesen, die so ein bisschen aussehen wie Schrauben, finde ich ein bisschen. Wir haben hier eigentlich ein leichtläufiges Kettensystem, aber auf dem Boden dann hier nicht mehr. Da läuft es dann nicht so gut. Optisch finde ich auf jeden Fall ein M3, vorne MG. Wir haben hier Noppen über diese Sluban Brackets, das finde ich gar nicht so schlimm. Auch hier mit den Slopes schön gelöst. Auch die Technik hier mit den Kellen, diese Schräge hinzubekommen, also quasi mit der C-Claim einen selbstgebauten Hinge, finde ich super. Das gleiche hier, dieses System mit diesen Hebel oder eigentlich ist es ja ein Hose Connector, wäre es bei Lego mit dem Rohr der 37 mm Kanone, auch ganz lustig gemacht. Hinten dieses markante Heck eines M3, schön gelöst, hier wirklich mit Hinges und hier hinten können wir auch nochmal in den Motorraum gucken, beziehungsweise nicht, aber es sieht so aus, als hätten wir hier eine Klappe, das finde ich ganz lustig und wir haben hier auch so eine Art Metallic, dieses Sluban Metallic. Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen hier bei den Ketten, weil man denkt immer, man reißt es runter, aber es ist eigentlich stabil durch diese Technikkonstruktion. Das sieht eigentlich ganz cool aus, dass wir hier wirklich so eine Art amerikanisches Kettenlaufwerk haben. Und ja, von hinten hier Antenne und dieser kleine typische Turm. Also ich muss wirklich sagen, man sieht, dass es ein Stuart ist, ein Stuartchen. Er kommt niedlich daher und ja, ich bin so ein bisschen dieser Niedlichkeit überdrüssig, was Sluban angeht. Also ich muss mich bei Sluban echt mal nach anderen Sets Ausschau halten, muss ich mal. Gut, das Set ist jetzt hier von 2020, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber dieses Kindliche, das gefällt mir nicht. Übrigens hier von unten nochmal die Bauweise. Das ist halt das Schöne bei diesen Fahrzeugen, dieser Technik-Brickmix, der gefällt mir richtig gut. Ich mag diese Bauweisen und ich habe, muss ich zugeben, schon das ein oder andere Mal gedacht, dass ich trotzdem mal so ein Fahrzeug vielleicht versuche aus Systemstein, also sprich Lego nachzubauen von Sluban. Ob das auch geht, bestimmt. Vielleicht habt ihr da ja Erfahrungen mit Rebricken aus Legosteinen, könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. So, ja, das war unser Stuart, nichts Weltbewegendes. Ich finde auf jeden Fall, wenn man Sammler ist und keinen von Kobi hat oder so, oder man was anderes bauen möchte und es auch abstrakt mag, dann ist dieses Fahrzeug sicherlich nicht verkehrt. Vielleicht fahrt ihr ihn ja auch bei World of Tanks oder War Thunder und mögt Kobi nicht, wie auch immer, dann ist das Fahrzeug sicherlich okay für euch. So, jetzt schauen wir noch unsere quasi Nachgeburt, beziehungsweise das Set, was wir gratis dazu bekommen haben. Warum auch immer. Ich habe aus China logischerweise bis heute keine Antwort bekommen, warum dieses Set dabei ist. Ich werde im Nachgang nochmal beim niederländischen Distributor fragen, warum. Aber
ja, ich möchte mich ja eigentlich nicht beschweren, ich finde es nur lustig. Hier haben wir unsere M3, die habe ich beklebt. Ich habe da jetzt auch kein Video rausgemacht oder kein Short. Wird auch verschenkt an den treuen Zuschauer bzw. übergeben. Hier habe ich die Aufkleber drauf gemacht und es ist eindeutig eine M3 Pack. Ja, lustige Bauweise hier von Sluban. Wir können hier so die Lafette spreizen. Das ist cool gelöst. Und da finde ich ganz wichtig, typisch amerikanisch halt hier. Natürlich soll das hier ein Willys Jeep sein, denke ich mal. Wobei es auch was von einem GP hat. Auf jeden Fall cool. Lustig oder interessant ist hier diese Dachkonstruktion mit dem 2 Stäbchen. Durch die Bauweise hier halten die gar nicht zusammen. Aber er sieht niedlich aus. Und ja, dieses Erbsengrün, typisch Sluban. Kobi hat ja nachgezogen. Ja, keine Ahnung. Aber auch hier schauen wir uns nochmal unseren Soldaten an, unseren GI. Komm raus. Klemmt sehr gut. Ich sage ja immer, diese Sluban-Skala, die müsste mal überarbeitet werden. Beziehungsweise ich bin da eh kein Freund von. So, da haben wir unseren Herrn hier in der Uniform. Er guckt etwas neutraler als der andere Kollege aus dem gleichen Team. Ja, Freunde, das war jetzt quasi einmal was doppelt auf der Gabel, beziehungsweise dreifach mit unserer M3 Kanone, die auch eine 37 mm Kanone ist, genauso wie hier im Stuart, unser Jeep und unsere 3 Minifiguren, wobei einer ein Deutscher ist und die Steine über. Schreibt mir eure Meinung zu Sluban gerne mal in die Kommentare. Habt ihr ein besonderes Sluban-Set, wo ihr sagt so, hey Bloxy, das musst du bauen, da erweitert sich dein Horizont? Oder habt ihr ein Lieblings-Sluban-Set? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ihr bekommt jetzt Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Und wie gesagt, danach nochmal dranbleiben, denn dann seht ihr, wie ich hier wirklich den Karton geöffnet habe und verwundert war, dass dieses Set noch mit rauskam. Also Freunde, bis gleich. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr Detailbilder, sogar von der kleinen Überraschung, die sich ja hier in dem Karton verborgen hat. Wir sehen natürlich hier den Stuart M3 von Sluban bzw. den Light Alley Tank und ihr bekommt hier diesen Jeep mit der Pack zu sehen. Diese Pack ist lustigerweise das 37 mm Geschütz M3. Und die Amerikaner haben es ja mit ihren Abkürzungen. Wir haben hier den M3 Stuart, wir haben die M3 Pack und sicherlich hat im Original der Panzerfahrer auch eine M3 Grease Gun dabei gehabt. Wir haben ja wirklich solche Namensfindungen bei den Amerikanern, die sich durchziehen. M3 kann im Militärischen alles bedeuten. Was ich aber noch lustig finde ist, wenn ihr mal googelt nach den M3 Stuart, es gibt so eine Art Marder-Version des M3 Stuart. Ihr wisst ja, Marder, das waren deutsche Panzer, Jagdpanzer, die ersten, bei denen man auf ein Chassis eine Panzerabwehrkanone montiert hat, teilweise auch Beutegeschütze am Anfang. Es gibt einen M3 jugoslawischer Partisanen im Zweiten Weltkrieg mit einer deutschen Pack montiert. Sieht ziemlich lustig aus, müsst ihr mal nach googeln. Das ist eine sogenannte Pack 40, habe ich euch schon mal vorgestellt. Es gibt sogar Bilder von Stuarts mit Vierlingsflak montiert. Also lustig, es lohnt sich mal zu googeln. Und generell, Freunde, lohnt es sich noch dran zu bleiben, denn nach diesem Video gibt es noch die Outtakes mit meiner kleinen Überraschung, als ich den Karton geöffnet habe. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass man mir hier einen Jeep in den Karton mogeln kann. Ich kann euch sagen, dass bis heute ich nicht weiß, warum sich noch ein Set hier in den Karton befunden hat. Ich muss sagen, der Stuart ist ziemlich lustig, ziemlich niedlich, klein, hat natürlich nichts so richtig mit der Realität zu tun, trotzdem mit der Sluban gewohnten Bautechnik wieder ein klasse Set. Aber das ist nur meine Meinung, schreibt mir eure bitte unten in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ihr könnt ja auch mal oben auf dem i gucken, da gibt es meine gesamte Playlist zum Thema Sluban. Ja, bei Fahrzeugen bleibe ich wie immer dabei. Freunde, eine gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar. Der war schon mal auf. Wieso? Hast du das durchgeschnitten? Nee, Nein. nee, okay. Du hast nur das aufgeschnitten. Gut, dann. Das ist nämlich Tesafilm. Weil
mal um. Geh raus. Wo hast du das her, das Set? Der Karton war schon mal auf. Ja. Hier geht's auch so. Der gehört da. Ja, was, der gehört da? Ja, das Set, was du da in der Hand hast, ist hier noch aus dem Karton, so wie der. Ja, aber was ist das hier alles? Das wird der Panzer sein. Hier, Hier. in dem Set ist dieses kleine Auto Und ach, die Kanone ist und so. die Kanone. Okay, aber wo kommt dieses Rad her? Wo hast du das Set her? Das flog mit raus. Hä? Der hat ja schon 2 Räder. Aber der wird auch kein Rad brauchen. Ist das alles zu? Hast du das von irgendjemandem geschenkt bekommen? Ich hab's von Modbricks. Glaube ich. Da fehlt auch eine ganze Menge noch hier hinten so.